Previously on German Roundtable Part Ich meine, wir 1. sind jetzt 6 Leute, alle haben LON gemacht. Mein Inneres hat das noch gar nicht so verstanden, aber Zahlen liegen ja bekanntlich nicht. Also ich bin tatsächlich 9 cm größer geworden. Ich habe nie in Deutschland meine Körpergröße gemessen. Warum? Weil ich nicht mehr brauche. Auf 1,67 offiziell, habe die Größe von 1,67, jetzt muss ich 1,80 machen lassen. Trotzdem willst du die Tibia machen? Ja. Du bist ja 100% sicher. Ja. Als ich die 9 cm erreicht habe und dachte, okay, da gibt es Licht am Ende des Tunnels, da gab es keine Schmerzen mehr. Leute, ich habe auch interessante Geschichten mit den Jungs hier, natürlich mit allen Patienten, aber wenn ihr mir das erlaubt, ich würde das gerne mal kurz auch sagen. Natürlich. Also zum Beispiel, jeder Patient ist halt wirklich, everybody's different hier, das ist das Problem, auch charakterlich, Herkunft und so weiter. Ich möchte mit dir jetzt mal anfangen. Ümi zum Beispiel hat so ein paar Mal mit uns geschrieben, er ist gekommen, eigentlich nur für Oberschenkel. Dann hat er erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, Ober- und Unterschenkel gleichzeitig zu verlängern. Er hat sich keine Sekunde überlegt. Er so, okay, ich mach's, wo muss ich unterschreiben? Zack. Okay, war das bei der OP morgen? Okay, ciao. Er ist gekommen, also er hat gesagt, ich mach's, ich will, wenn ich diese Möglichkeit habe, zieh's durch. Zum Beispiel, er ist so eine Art von Patient oder ein Mensch, wenn er eine Entscheidung trifft, muss erledigt werden. Und So habe ich ihn kennengelernt. es gab auch diese Wartezeit. Viele haben mir gesagt, mindestens 3 Monate Wartezeit. Dachte ich, oh Gott, ich kann keine 3 Monate warten. Genau. Und dann gab es diese Möglichkeit, da hatten wir so eine Lücke gehabt. Genau. Habe ich gesagt, ich nehme es jetzt mit. Und sonst hätte ich noch 3 Monate warten müssen. Ja. Ich hab gesagt, die Warte kann ich jetzt nicht Deswegen hat er gleich durchgezogen. Zum Beispiel, mit ihm habe ich so ein Erlebnis. Mit Basim, wir haben mit Basim ungelogen. Ja, 1 Jahr oder so geschrieben, oder? Ja. 1 Jahr lang, hin. Dann hat er Visa-Probleme gehabt, meine Frau, dann hat er mit meine Frau geschrieben. Am Ende habe ich mir gedacht, Schatz, kommt er jetzt oder nicht? Und dann hat er Flugticket gebucht, er so, ich komme. Ich musste 5, 6 Mal meinen Urlaub verschieben, Probleme mit Meister hin und her. Aber am Ende hat geklappt. Ich habe gesagt, ich mache es, egal was passiert. Ich habe meinen Job verlieren, ich habe alles, aber nach der OP, ich habe einfach ein neues Leben starten, weißt? Ich habe alles, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht, ich habe Firma gegründet, alles anders geworden. Ja. Ich kann mich erinnern, er war da, er so, Bruder, schau mal her, sagt er. Wenn du zu mir sagst, Habibi, du hast 70%, 30% Überlebenschance, ich werde trotzdem diese OP machen. Ich so, okay, Bruder, aber keine Sorge, du hast Ich Überlebenschance. habe gesagt, das hat Ja. komplett geändert, weil ich habe gesagt, ich mache es, egal was passiert. Aber auf jeden Fall ein verrückter Typ, Mann. Er hat dann gemacht, Februar, Jungs, und dann ist er nach Deutschland gegangen. Ich hab zu ihm gesagt, Bruder, ruh dich ein paar Monate aus, 3, 4 Ich Monate. komm in 2 Monaten, ich habe gesagt, nee, 10 Tage oder so. Er dann ist bin ich gegangen, wieder hier. sofort gekommen. Direkt nach der OP? Also 1 Woche nach der OP gegangen. 2 Wochen in Deutschland bin geblieben, dann bin ich wieder hier. Ah, okay. Also keine Sekunde gewartet. Also Bruder, ich muss jetzt machen, ich muss Ich mein konnte Leben nicht verändern. mal, also nur mit Gruppen laufen, weißt Ja. du? Verrückt. Ja. Bei Adrian hatten wir was Interessantes. Adrian war da. Wir haben geschrieben ein paar Mal und dann Ja. hat er gesagt, ich komme. Ja? Eigentlich hat es nicht lange gedauert. Genau, hat es nicht lange gedauert. Dann war er da und dann haben wir gemerkt, sein Laufgang ist so ein bisschen komisch. Irgendwas stimmt, kannst du dich erinnern? Ja. Und dann hat der Akin, der Physiotherapeut, also unser Head-Physiotherapeut gesagt, Sedat, der hat irgendwie eine Beinlängendifferenz. Ich habe gesagt, ja, kann sein. Dann haben wir festgestellt, dass er fast 3 cm Beinlängendifferenz hatte und das wussten sie in Deutschland nicht. Beziehungsweise du hast eine Fraktur gehabt, oder? Ja, mit 15 hatte ich Oberschenkel- und Kniegelenksfraktur gehabt. Genau. Und 3 daher Zentimeter. kommt das wahrscheinlich. 3 Zentimeter. Also wirklich seine Hüfte war Hast du so. das nie gemerkt, wenn du das mumpelst oder so? Oh, du weißt doch, Hüftschmerzen. wenn du jung bist, dein Blut kocht noch, du bist energiegeladen. Wenn du hier und da mal ein bisschen Schmerzen hast, dann, geht schon wieder weg. Ja, aber dann, ich bin immer noch jung, Gott sei Dank. Und groß jetzt. Ja. Du hast du bereitest dich Man vor. hat das aber immer mehr gemerkt, auch durch meinen Job und dann hier Schmerzen, Schulterschmerzen, Hüfte. Und dann, als ich auch hier war, wurde der Sache endlich auf den Grund gegangen. In Deutschland hieß es, ja, okay, du bist 25, du arbeitest im Büro, du hast Bandscheibenvorfall. Nein, ich habe keinen Bandscheibenvorfall. Habe ich nicht, mir geht's gut. Ich habe was anderes? Ja, keine Ahnung. Ja, und dann, als wir hierhin gekommen sind, nach 20 Minuten Gespräch, aber auch gut reagiert, dann wurde ich ja direkt ins Krankenhaus nochmal gefahren. Orthopädisches für ein Röntgenaufnahme. extra Röntgenbild, orthopädische Röntgenaufnahme, genau so heißt das. Ja, und dann ging unsere Geschichte weiter. Adrian war da, er war so aufgeregt. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Patienten gesehen, der so aufgeregt war. So wirklich so hin und her. Also Bro, ich geh jetzt. Ey, das war, Also wünsch mir Glück. Ich so, Bro, keine echt Sorge. nervös. 4 Tage sehen wir uns. Hat sich das rentiert aber? Oder sehr. Ja. Ich freue mich wieder nach Hause. Ich hab euch alle gern hier, aber ich will euch auch langsam nicht mehr sehen. Also ein positiver Effekt ist auch noch, dass man hier extrem an Gewicht verliert. Ich wog knapp 92 Ja, Kilo, stimmt. mittlerweile wiege ich 77. Man kann ja von mir vorher, nachher Bilder zeigen. Ich hatte so einen Kopf gehabt, so einen dicken Bauch und Schaust so ganz weiter. anders aus, Bro. Ja, ich bin noch ein bisschen fitter geworden. Ich fühle das auch geil. Fast 15 Kilo weg.
wir überlegen uns vielleicht für, weil es ja eine natürliche Liposuction, dass wir vielleicht dafür auch Geld verdienen. Dafür bezahlen andere viel. Ja, warum nicht? Weißt du, was ich meine? So, mit Leon habe ich eine andere Geschichte gehabt. Mit Leon haben wir geschrieben. Und dann, der Papa war skeptisch, Türkei natürlich, deswegen. Ein Patient hat mal gesagt, Jungs, wisst ihr, was passiert ist? Ein Patient hat mal gesagt, ihr werdet aber nicht den Leber und Dings von meinem Sohn nehmen, oder? So, nee, nicht zweimal, nur ein Leber werden wir entfernen. Natürlich nicht, Leute, das war Spaß. Auf jeden Fall war der Papa skeptisch, dann sind die halt hierher gekommen. Dein Vater wollte dich überreden, dass du die OP nicht machst, gell? Genau, genau. Und dann aber war es andersrum. Kannst du das mal kurz erklären, wie war das so? Genau, also ich fange mal von Anfang an. Ich habe meinen Eltern das so erzählt, weil mir war wichtig, so ey, wenn ich das machen will und ich wusste auch, ich habe das per Zufall gesehen, dass es sowas gibt, Live Life Taller, ich wusste direkt, okay, das wird gemacht, also das wird mein Leben verändern. Und ich wusste, ich muss es meiner Familie sagen. Ich verstehe das, wenn viele Leute das nicht machen, aber ich wusste, ich kann sowas nicht machen, ohne dass meine Familie nicht weiß. Und erstmal natürlich gesagt, so bist du verrückt, hast einen Dachschaden, was ist das jetzt für eine Idee? Typische. So, Ja. was soll das jetzt? Und dachten so, ja, das ist eh so ein Spleen, das geht nach 3 Monaten wieder weg. Ich habe aber an dem Gedanken festgehalten und mein Papa hat dann irgendwann gesagt, okay, komm, gut, schauen wir uns das mal an. Und der konnte sich das halt gar nicht vorstellen. Also der hat sich weder damit beschäftigt, weder irgendeine Instagram-Seite angeguckt. Und ja, dann sind wir hierher gekommen im Sommer, das war letzten Sommer, einfach nur zum Beratungsgespräch. Also im Endeffekt, wir sind hier raus und mein Vater, ich wusste so, okay, jetzt ist es safe, weil mein Vater überzeugt war. Weil mein Vater wirklich auch, ne, so, ich bin Deutscher, so immer so, ne, skeptisch, so klar, Türkei und generell eine Idee, ne, was. Aber ja, mein Vater hat überzeugt und es ist auch so, ich bereue es gar nicht. Und klar, es ist ein großer Schritt, den man geht, aber es ist auch eine große Veränderung für einen psychisch. Dein Vater ist vom Beruf her, wie heißt er nochmal? Thorsten heißt er, Thorsten, genau. ja, Grüße an Thorsten. Ja, der wird es eh sehen. Dein Vater ist vom Beruf her? Personalberater. Personalberater, gell? Ja. Weil er zu mir gesagt hat, ich bin Personalberater, du warst ja auch da. Ja. Er hat gesagt, ich habe noch nie so ein System gesehen. Ja, Kannst du dich erinnern? gibt's auch nicht, Ja. auch nicht. Ja, das hat mich so glücklich gemacht. Ich habe sofort meine Frau das halt, ich bin zu ihr gegangen und gesagt, Schatz, schau mal, ein Personalberater hat das gesagt. Also wirklich vielen herzlichen Dank auch für euer Vertrauen. Mit ihm hatte ich eine ganz andere Geschichte. Kannst du dich erinnern, Bro? Ja. Er ist gelandet. Kenan hat dich abgeholt, oder? Ja. Er hat mich dann angerufen. Er so, Bro, schau mal, nicht, dass sie mich irgendwie bestehlen, oder? Ja, also Oder nicht, dass sie mich irgendwie... Bei euch zumindest in Deutschland gibt es richtig viele Türken. Ne? In Argentinien gibt es kaum. Und dann war es für mich so, diesen Schritt in die Türkei zu kommen, für diese Operation mit der Zahlung und so, das hat mich schon ein bisschen überfordert. Und dann im Flughafen sollte mich einer von den Fahrern abholen. Und dann habe ich kontrolliert, dass er keine Waffe mit sich trug. Ja, der hatte keine Waffe und tatsächlich, der hatte so ein paar Tätowierungen. Aber Serhat, okay, das war der Serhat, Serhat, der, okay. der netteste Mensch auf der Erde. Und er hatte gesagt, ja, Martin, das bin ich, ne? Martin, it's me. Und ich dachte, ach, Martin, du bist schon ein bisschen paranoid, ne? Weil klar, das kannte ich nicht. Das war für mich viel zu, also der Schritt war viel zu groß. Und ich hatte so diese Ängste und dann irgendwann habe ich, dass es das Gebäude tatsächlich gibt und dies und jenes und dachte, ach krass, okay, es ist alles so, wie man sich das vorgestellt hat und ja, dann war das alles erledigt. Wie gesagt, also nach der Operation, wo ich dachte, alles klar, dann läuft das Ganze. So, das System ist, wie dein Vater sagte, läuft perfekt. Die Leute, das medizinische Team kommt jeden Tag zu dir, testet. Also das Schwierige ist, dieser Sprung hierher zu kommen. Und dann läuft das Ganze, so von alleine. Ich fand, du hast mir ein Voice geschickt, das war so ein nettes Angst, aber auch so, weißt du, also der ist der superste Mensch auf Erden, aber, sagt er zu mir. Und dann habe ich musste so laut lachen, dann ist meine Frau gekommen und hat gesagt, Schatz, warum lachst du? Ich habe gesagt, Schatz, ich habe mir nur bildlich vorgestellt, stell mir vor, paar Männer sind so mit Waffen, komm, steig ins Auto, sofort ins Krankenhaus, Anästhesie-Operation. Ich habe mir das so bildlich kurz vorgestellt, aber war auf jeden Fall cool. Danke, Leute. Ich möchte jetzt mal ein bisschen über die Methode mal fragen. So, was könnt ihr über die AL-One-Methode sagen? Seid mal ehrlich. Also bei einer Fixateur war, ich dachte persönlich, die Krankenschwester oder die Physiotherapeuten werden mal kommen und das für dich aufdrehen. Und dann haben wir gesagt, du musst das selber do it by yourself machen. Und da hatte ich am Anfang schon ein bisschen Angst. Wie weit darf ich drehen? Drehe ich zu viel? Drehe ich zu wenig? Dann habe ich mir so selber mit meinem eigenen Handy Video aufgenommen. Dann diese 90 Grad. Und das hat gar nicht, ich dachte, das wird schon wehtun, weil du ziehst ja die Knochen auseinander mit dem Metall. Hat gar nicht wehgetan und mit der Zeit, genau. Am ersten Tag haben wir dann unten begonnen
Am zweiten Tag wurde es dann dieses Precise-System mit diesen Magneten. Ne? Welches ist besser, Bro? Precise. Für mich persönlich Precise. Precise, genau. Also weniger Schmerzen. Dann hat man auch diese gemütlich. Narben dann nicht. Es ist auch angenehmer. Ja. Bro, wie war die LON-Methode? Bruder, am Anfang habe ich auch so gedacht, wenn ich ja so drehe, dann bekomme ich Schmerzen oder so, aber das ist andersrum, da merkst du gar nicht, wirklich. Also Knochenschmerzen merkt man Ich gar dachte, nicht. was, wenn es jetzt ein Knochensplitter so knack macht und zu viel? Viele Und du denken brichst, gleich, wenn ich so Diese Angst drehe, geht schon mit. oh, vielleicht bekomme ich heftige Schmerzen, Knochen und so, aber das stimmt ja gar nicht. Willst du dich gar nicht, nur ein bisschen Muskeln, halt, kommt drauf an, wie viel du drehst. Es gibt immer so eine Grenze, nicht überspringen. Auf jeden Fall, LON ist stabil. Precise ist besser, aber ein bisschen halt teuer, nicht jeder kann das leisten, weißt du. Aber ich habe ja Oberschenkel und Unterschenkel, LON und jetzt, Kannst du die Methode empfehlen oder sagst du? ja, ist ja der sehr bekannte Methode, wo man halt machen kann. Adrian hat gesagt, nie wieder. Ich habe mich geärgert. Ja, also ich habe auch LON gemacht. Einfach aus persönlichen Gründen und auch, weil es viel bequemer ist, würde ich auf jeden Fall nur Precise machen. Also du musst dir das so vorstellen, man ist hier so ein ganz bunter Haufen. Hier gibt es so 70% oder 60%, die haben LON. Und dann gibt es so diese 30-40% Patienten, die haben Precise. Und irgendwie, du guckst dir diese Precise-Patienten an und augenscheinlich sind die in so einem Luxusresort und wir sind normale 3-Sterne-Hotel. So oder so ähnlich. Ich habe da ein gutes Beispiel. Das habe ich uns manchmal gesagt. LON-Methode, als wäre sie auf einer Trauerfeier und Precise nach einer Hochzeit. Ja, so ähnlich ist das. Ja, aber LON-Methode ist trotzdem eine gute Methode. Also ich will jetzt nicht sagen, ist scheiße. Hin und her ist schon komisch. Du wirst dann halt da wach und denkst, was ist jetzt hier passiert? Bin ich... mein kleiner Bruder sagte, was Robocop. mit dir, bist du Iron Man geworden, Robocop? Ich so, nein, leider nicht. Und das, wie die Jungs gesagt haben, du hast dann halt da, die von der Baustelle, die werden das Kind, du hast dann also einen Imbusschlüssel und drehst dann halt an dir rum, damit du größer wirst. Ne? Ist schon krass, aber ja, also ich bin jetzt mittlerweile, hätte ich mir lieber gedacht, komm, hättest du Precise gemacht, aber ist egal, ich bin fertig. Aber rentiert sich wirklich das Geld auch für Precise, Bro? Weil Ja, es fast schon, das Bro. Doppelte an Du Kosten. hast halt mehrere Vorteile. Ne? Ersten Vorteil, den ich schon mal sehe, ist, du kannst auf der Seite schlafen. Ja. Du kannst dich drehen, wie du willst. Ne? Also ich hatte persönlich sehr extreme Probleme, weil ich bin einer, ich drehe mich in der Nacht sehr, sehr viel und da musst du auch einmal auf dem Rücken schlafen und da einfach so gerade liegen, war schwierig für mich. Zweite Sache, was man glaube ich auch ansprechen darf, es ist halt ein geschlossenes System. Ne, LON ist halt auch geschlossen, wenn du so guckst, aber du hast halt hier 2 Pins und hier oben 2 Pins drin, ne? Wo dann auch mal Verband und so gewechselt werden muss. Tut nicht weh, ist kein Hexenwerk, aber ja, Precise auf jeden Fall. Nächstes Mal, also es wird bei mir kein nächstes Mal geben, würde schon sagen, aber ich würde es empfehlen, wenn jemand mich fragt, nimm Precise. Bro, LON. Ja. Was sagst du dazu? Also, ich muss sagen, ich bin so ein Kandidat, der, wenn der schon Blut abgenommen kriegt, ja, dem wird schon schwindelig so. Also so einer bin ich. Und ich war im Krankenhaus, bin erstmal wach geworden und dann hieß es direkt mal so nach 2 Tagen so, komm, wir müssen laufen, klar, du musst ja laufen, weil wenn du rumchillen wird alles nur noch schlimmer. Und ich bin erstmal, mir wurde direkt erstmal schwindelig so. Und nee, es ist wirklich krass, ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Mein Körper hat jetzt gecheckt, hey, das gehört zu mir. Und ich würde LON wieder machen. Echt? Einfach aus dem Grund, weil ich halt da mehr verlängern kann. Also am Oberschenkel, am Unterschenkel würde ich Precise, also da ist es mir an sich egal, aber Oberschenkel würde ich auf jeden Fall mit der LON-Methode machen. Aber klar, man muss sich halt an diesen Anblick gewöhnen. So, natürlich ist es besser, wenn du halt hier keine offenen Stellen hast, wenn du dich drehen kannst und so. Aber ich glaube, zu sagen, dass die keine Schmerzen haben, ich glaube, jeder hat Schmerzen so an sich. Aber ich weiß noch, mein Papa war auch hier gab es so einen Österreicher, oder immer noch. Precise, gell? Ja, ich gehe so in die Füße, ne, guck so und dann mit meinem Papa und ich sag so, hey, du, wie viel hast du gemacht? Also wie lange bist du schon fertig? Und dann sagt er, nee, ich hatte Operation, 4 Tage sind jetzt her. Und der läuft ganz normal, ohne irgendwas, ohne Krückchen. Was ist jetzt passiert? Also so wie ihr sagt, man sieht schon, dass das vom Ding her ein bisschen bequemer ist, aber ja, ist Die Heilung mit der Precise ist auch schneller, um ehrlich zu sein. Okay. Weil durch Precise können wir auch viele andere Technologien verwenden, wie Alter G und so weiter.
Leider kannst du das nicht. Aber Leute übrigens, er hat die LON-Fixateuren. Das sieht so, wie wenn du die Fixateuren nicht hattest, aber er hat sie noch übrigens. Ja, ich hab Die sie Babys natürlich sind hier. Ja, also auch wenn man so rausgeht und die Leute das sehen, du wirst halt auch immer angeguckt. So, ich finde das echt witzig, so, ich finde das jetzt nicht nervig oder so, aber es ist wirklich, jede Person guckt dich an, wie wenn du irgendwie, keine Ahnung, von einem anderen Planeten kommst. So, aber nee, ich muss sagen, zuerst waren wir Feinde, jetzt langsam sind wir Freunde und Okay. ich will die mit nach Hause nehmen, dann hänge ich sie mir im Zimmer irgendwo auf und denkst so, Also es krass. geht Richtung Ehe oder was? Ja, ey, die haben mich einfach Ja, größer jetzt wird gemacht. ernst, Bruder. Willst du mich heiraten? Nee, aber echt, ist schon krass, Okay, dass das überhaupt okay. möglich ist. So, ja. Cool, aber Mann. ich finde LON top. Also auch kostengünstig, klar, es ist halt, für mich wäre Pre-Size gar nicht möglich gewesen. Generell auch nur durch halt eben Familienunterstützung so und deswegen für mich gab es nur LON. Ja. Was sagst du zu LON? Also Martin? es ist passend und ich glaube, Pre-Size ist einfach praktischer. Also man kann schneller laufen, die Erholung geht ein bisschen schneller. LON muss man nicht verteufeln, es ist passend und viel günstiger und ja, man hat auch, es ist einfach praktischer. Also wenn man so auf der Seite gerne schläft, dann kann man das 3 Monate vergessen mit LON, aber ich schlafe nicht auf der Seite, sprich das war für mich kein Problem. Perfekt. Und Wow. dann muss man schauen, es ist ganz gut, dass man sich damit beschäftigt, aber man spart auch Geld. Also je nachdem, man sollte sich beschäftigen und schauen, welche Lösung für einen am besten passt. Ich glaube, mit LON kann man auch mehr Zentimeter erreichen. Genau. Deswegen muss man abwägen, was ist das Beste für einen und dann die Entscheidung treffen. Also man muss schauen. Es ist so, auf der einen Seite ist viel gemütlicher, man erreicht auch weniger, und kostet auch viel mehr Geld und dann hast du die anderen Faktoren auf der anderen Seite. Also jetzt eine Frage, das interessiert mich. Bist du echt kein Seitenschläfer? Wie bitte? Bist du kein Seitenschläfer? Ist alles gut? Kannst du nie? Ja, ich schlafe einfach so mit dem Kopf nach oben. Oh Ist mein alles gut. Ich darf an der Seite und auf dem Bauch kann ich schlafen. Echt? Ja, Kann total. niemals. Folter. Das ist für mich nicht die OP, ist Folterung gewesen, dass ich seitlich schlafen nicht durfte. Das war ja für mich das Schlimmste. Das, gell? Ja, wenn es mir schlecht geht, wusstest du, ich habe wenig geschlafen. Leute, Martin musste leider weg, weil er ein Meeting hat. So, jetzt machen wir aber weiter, da wo wir stehen geblieben sind. Ich sage halt immer, die LON-Methode ist VW Polo, Precise ist Ferrari, beides Autos. Aber natürlich Ferrari ist geil. Deswegen, aber möglich ist es auf jeden Fall. Jungs, eine Frage an euch. So, ihr habt so viel Geld bezahlt für die Operation natürlich. Ich meine, ihr könntet auch das Geld anderweitig investieren in, keine Ahnung, Autos, Uhren. Und du bist ja sowieso schon ein Investor. Wurde mir auch vorgeschlagen. Genau. Du hättest ja auch ein Auto kaufen können, warum hast du das gemacht? Ich habe gesagt, warum wollt ihr nicht mein Glück mit mir teilen? Auch meine besten Freunde, die sind 1,75, 1,80 groß, die wollten mir das immer wieder ausreden. Ach, deine Körpergröße reicht doch. Keiner wird uns kleine Menschen verstehen. Verstehen Glaubt's keiner, mir. ja. Die verstehen das nicht. Das Problem hab ich Auch Leute, die gar keine Haare haben. Ich habe mir auch die Haare machen lassen mehrmals. Ich hatte eine komplette Glatze gehabt. Ich gehe damit offen rum. Viele haben gesagt, eine Glatze passt dir doch, deine Körpergröße passt, mach das doch nicht. Da habe ich gesagt, ey, warum unterstützt ihr mich nicht? Freut euch doch für mich. Ne? Und wenn ihr die Möglichkeit habt, macht es, lasst euch euer Traum nicht ausreden, weil das ist ein sehr, sehr großer Traum. Ein Auto, wenn ihr kauft, wenn ihr in ein Auto investiert, ist es vielleicht nach 3, 4 Jahren, 5 Jahren alt, aber das hier werdet ihr für immer da haben, eure Beine. Ihr nehmt das die nächsten 40, 50 Jahre, solange ihr lebt, Genau. mit. Das ist für immer. Ja, und noch eine wichtige Info, ihr werdet nicht kürzer. Das ist die beste Investition, also die ich raten kann. Also mein Bruder zum Beispiel, Jungs, er ist Ur, heißt er, übrigens Grüße Ur, er lebt in Deutschland, er ist 4 Jahre jünger wie ich, ist auch voll tätowiert, Bro. Er so zu mir, ich habe halt gesagt, du, ich werde die OP machen, gell, also wünsch mir Glück. Also was für eine OP, gell, ich so meine Beine verlängern. Dann sagt er zu mir, er ist 1,85, also Abi, spinnst du bist lebensmüde, sagt er zu mir. Ich so, warum? Er so, du hast doch eine gute Größe. Ich so, was laberst du? Ich bin 1,57. Dann sagt er zu mir, ich reg mich immer wieder auf, wenn ich ins Auto einsteige, ich hau immer meinen Kopf. Ich so, das sind deine Sorgen? Er so, ja. Ich so, verpiss dich mal bitte. Leg auf. 2021 wollte ich das auch schon damals in Bayern machen lassen oder in Japan. Ich habe mir so das überlegt. Da hat mir mein Bruder gesagt, wofür möchtest du das? Möchtest du Frauen beeindrucken? Wenn es um Frauen geht, die du beeindruckst, ich kaufe dir einen Ferrari, kannst du Frauen beeindrucken? Ich habe gesagt, darum geht es nicht, habe ich gesagt. Interessant. Es ist für mich persönlich eine Herzensangelegenheit, weil ich habe mich immer so klein gefühlt. Du bist in der Menge immer komplett verschwunden und ich wollte schon auch immer ein bisschen schon im Mittelpunkt stehen, ein bisschen auffallen, wenn du in so ein Lokal reinkommst. Wenn ich so größere Menschen sehe, die in so ein Lokal reinkommen,
jeder Blick geht wirklich dorthin. Das ist so. Das wäre jetzt meine Frage Das übrigens, ist Jungs. wirklich so, wenn- Weil ich meine, wenn ihr zum Beispiel eine Investition tätigt, ein Auto kauft, ja, zum Beispiel, ihr wolltet ja damit gesehen werden oder ein Rolex-Uhr oder keine Ahnung. So, ihr habt jetzt auch eine Investition getätigt in euch, so, also ihr habt in euch investiert. Was wollt ihr damit erzielen? Also, was erwartet ihr jetzt? Das vom Problem Leben? ist, man redet ja immer heutzutage, es wird ja immer moderner, du musst hier investieren, da investieren, da investieren. Ich habe immer gelehrt bekommen, es war immer so, bevor du irgendwo anfängst, da oder da zu investieren, musst du erstmal an einer Wurzel anfangen. Und die Wurzel ist einer selber. Egal welche Investition du in deinem Leben tätigst, die Investition, die du in dich selber tätigst, wird immer die beste Entscheidung sein. Weil es wird dich weiterbringen. Ja, und deswegen auch, meine Mutter war ganz witzig, die sagte, ja, ich will nicht, dass du das machst. Ich so, warum? Die so, ja, ich bin eine Mutter, ich mache mir Sorgen. Ich so, Mama, kann ich verstehen. Gib mir eine Chance, lass mich dir das zeigen. Ich habe ihr das gezeigt, weil die versteht das ja gar nicht. Dann sagte die, okay, das sieht alles sehr, sehr schön aus. Ich will trotzdem nicht, dass du das machst. Sag ich, Mama, warum? Ja, warum gönnst du mir nicht so, ein bisschen so größer werden? Die sagt, ja, guck mal, das ist so, du bist jetzt schon mit einer großen Klappe. Du bist auch intelligent. Was passiert denn, wenn du auch noch groß bist? Ah, darum geht's. Ja, und, Aber ich denke mal, der größte Faktor ist die Psyche. Ja. Weil das macht, also mich persönlich hat das immer fertig gemacht, dass alle immer länger waren, meine ganzen Freunde und Hosen haben nicht gepasst. Ich musste die Hosen immer anpassen lassen. Alles hat nicht gepasst. Das sah immer so komisch aus, ungleichmäßig. Oben immer so XL und danach unten dann L gekauft oder M und kurze Hosen. Das war schon ein bisschen traurig immer. Das macht einen fix und fertig Ja, natürlich. psychisch hat mich das fix und fertig immer gemacht. Was habt ihr so für eine Erwartung? Das ist der Jungs? größte ausschlaggebende Faktor für mich Auf jeden, gewesen. Ja. auf jeden Fall. Für mich genauso. Also ich war ja 1,72 und natürlich, das ist jetzt keine Größe, wo man jetzt sagt, boah, du kleiner. So, natürlich den Spruch hat man öfters mal gehört, selbst wenn du 1,80 wärst, kriegst du das von irgendeiner Frau bestimmt gesagt. So. Nee, aber ich habe das halt schon gemerkt, dass immer so dieser Teil, ne, jeder ist gefühlt so diesen Teil größer und das hat mich einfach irgendwann voll aufgeregt und ich dachte mir so, ich habe früher Fußball gespielt, ne, so dieses Einlaufen von den Mannschaften so und dann stellt sich jeder hin und ich bin so der Kleinste, einmal wirklich deutlich der Kleinste, so gerade in meiner Pubertät und ich dachte mir so, ey, es stört mich, also es hat mich schon seit Kindheit an gestört, ich habe aber niemals darüber krass nachgedacht, weil ich ja auch nicht wusste, dass man das ändern kann, ne? Ich dachte halt, okay, damit muss man leben und man kennt es einfach, dass man sich dann selbst auch so bescheißt, ne? Du bist 1,72, sagst aber ja, ich bin fast 1,80 oder so. Nee, aber im Endeffekt, was ich mir erhoffe, auf jeden Fall eine Selbstakzeptanz, so dass ich nicht mich irgendwie messen muss in irgendeiner Form mit anderen Menschen, sondern dass ich einfach sagen kann, ey, ich bin groß, ich bin zufrieden mit mir so, ich brauche nicht viel Geld haben, ich muss nicht irgendwie jemanden beeindrucken so, ich bin mit mir zufrieden, ich fühle mich wie, ich sag mal, ein Löwe so und ich muss keinem was beweisen und es ist einfach ein Fakt, wenn Leute größer sind, also stell dich als deine Version hin, in groß oder in klein, jeder würde die größere Version nehmen. Es geht Ist um ein einen Fakt. selbst, ja, das Innere. Ich war jetzt kein Kind von Traurigkeit, nie in meinem Leben. Ne? War jetzt auch nicht so, dass ich hatte es immer im Kopf, aber ich konnte es immer sehr, sehr gut überspielen. So, okay, du bist kleiner, aber alles andere ist eigentlich ganz gut gelaufen, so nach dem Motto. Und jetzt hast du auch noch die Größe. Also ich freue mich schon wirklich zu Hause zu sein, endlich wieder so meinen alten Alltag zu haben, die gleichen Menschen. Aber ich bin auch noch derselbe, aber vielleicht mit einer noch größeren Persönlichkeit wie vorher. Ne? Also deswegen, ich kann es kaum abwarten. Diese Frage stelle ich jetzt nicht an Basim, weil er hat schon erlebt. Aber meine Frage ist jetzt auch, was denkt ihr, was wird sich in eurem Leben verändern? Zum Beispiel bei Basim ist so, Leute übrigens, er hat ein sehr, sehr professionelles Transportunternehmen. Wenn ihr was braucht, an ihm wenden, der ist wirklich sehr, sehr gut. Diese Selbstständigkeit, also diese Operation, hat Zeit, Geld gekostet natürlich, aber hat dir wiederum eine Sicherheit gegeben. Noch dazu, also du bist selbstständig geworden. Kannst du da mal so, was hat sich so in deinem Leben geändert, Bruder, seitdem du die OP Also, Also, hast? ich habe meinen Job verloren, weil ich ja die OP gemacht habe, war lange krank und so weiter, so eine Geschichten und danach konnte ich nicht wieder zurück und bla bla bla. Auf jeden Fall habe ich meinen Job verloren, danach habe ich gedacht, okay, jetzt will ich nicht irgendwo halt nur als Angestellter bleiben, ich mache mich selbstständig, ich habe eine kleine Firma gegründet, 3 Transporter und jetzt wird es noch mehr und mehr, also weißt, wenn du selber so schon selbstbewusst oder halt Zufrieden selber, bist mit deiner Körper, wie du halt läufst, wie du halt mit deinen Freunden rausgehst, das ist die wichtigste Sache. Dann kannst du halt
Arbeit, alles halt machen. Verstehst du? Also, Davor zum Beispiel, bei mir war es so, Bruder, Ümit kann mich auch, du kannst mich auch am meisten verstehen. Du bist ja auch selbstständig, gell? Genau. Es war so, Jungs, ich bin irgendwie nicht, ich habe irgendwie so eine Blockade gehabt. Wegen meiner Körpergröße dachte ich mir immer, ich sag irgendwas, aber ich werde nicht ernst genommen. Nicht wahrgenommen, ja. Warum? Weil Geld ist okay, aber du bist persönlich da, du erscheinst persönlich und du bist klein, dann sagt der Typ, ey, wer bist du, Mann? Oder ich habe auch diese Sprüche immer gehört, boah, woher hat der das Geld? Er ist ein kleiner Zwerg. Woher verdienen solche kleine Menschen das Geld? ja. Solche Sprüche, ohne Scheiß, ich habe das gehört und deswegen konnte ich nicht so, dieses Kickdown hat gefehlt, verstehst du? Irgendwie musste ich mich auch... Man wurde immer ein bisschen gebremst. Ja. Ich habe Ja, auch ja. viele, ich habe auch Mitarbeiter, die ich führe und ich verstehe mich mit meinen Mitarbeitern gut, aber irgendwie ist es auch so, ich bin ja auch noch ziemlich jung, du hast da noch ältere Personen, die du führst, die nehmen dich schon ernst, aber in dir drinne denkst du dir, boah, wenn ich vielleicht so ein bisschen größer wäre, wird das Ganze noch viel geiler rüberkommen. Vielleicht sind das wirklich nur so 10%, aber manchmal machen diese 10% halt alles aus, ne? Und deswegen. Er hat eine interessante Geschichte, ist mir gerade eingefallen. Du bist ja Immobilienmakler, Bro. Ja, genau, im Bereich Immobilien, Finanzierung. Du hast ja mal gesagt, du wolltest irgendwie ein Haus verkaufen. Dann hat der Typ, kannst du die Geschichte Also, mal, wenn es nicht persönlich ist, erzählen? Also, ja, genau. Das ist ich ganz bin interessant. in dem Bereich tätig und dann hat man auch telefoniert, war eine ganz normale, eine Eigentumswohnung war da annonciert. Sagt man, ja, okay, wir interessieren uns für die Wohnung, würden wir uns gerne mal anschauen. Ja, kein Problem, wann passt es Ihnen dann und dann? Okay. Ist man dann hingefahren, hat man schon, ja, Deutsche sind immer pünktlich, 5 Minuten vorher. Ich war immer leider nur pünktlich. Ist man dann da angekommen und ich gesagt, Mensch, ja, schönen guten Tag, voller Elan und Euphorie. Denkt man sich, okay, komm, verkaufen wir heute die Hütte, ne, machen wir ein bisschen Umsatz. Okay. Ja, und dann sagte der Mann habe ich ihn begrüßt, sagte er zu mir, warten wir noch auf den Immobilienmakler? Ich sag, ja, der bin ich. Sagt er, wie? Sie? Ich so, ja, ich bin das. Sie haben heute zu entscheiden, ob wir die Wohnung kriegen oder? Ja, ich habe das zu entscheiden. Okay, gut, dann, ja, dann gehen wir mal rein, ne, schauen wir uns das mal an. Ne, aber man merkte halt so, ja, das war halt Deutscher, arisch, 1,85, ne? Ja, und dann kommt da so ein kleiner Ausländer, ne? Keine Chance. Steigt aus seinem schönen, netten Auto aus, ne? Und das konnte er gar nicht glauben, aber am Ende alles gut, wir haben uns gut verstanden, aber sitzt du dann danach, egal wie gut es gelaufen ist, es ist gut gelaufen, zum Glück, sitzt du danach im Auto und denkst dir, scheiße, das war eine total unangenehme Situation. Ja, hab's dir natürlich nicht anmerken lassen, große Klappe, überspiele mal alles, aber in einem drin ist es eine scheiß Situation, auf jeden Fall. Was für ein Auto fährst du, wenn ich fragen darf, Bro? Ein Mercedes. Boah, okay. Ümit hat zigtausend Autos, Lambos, AMG, alles. Aber ich wollte auch zu ihm auch noch sagen, also ich habe es bei ihm persönlich gesehen, bevor er die Fixatur jetzt abbekommen hat, hat er noch so eine gebrochene Linksseele, bisschen so gegangen. Jetzt hat er eine ganz andere Attitüde, so, der geht ganz anders. Wir haben alle genug Selbstbewusstsein, aber sein Selbstbewusstsein ist schon richtig top hoch geworden. das sind nur ein paar Tage nach Entfernung, warte noch Ja, ein paar warte mal Monate. ab, ey. Du strahlst das automatisch aus, ne? Dieses Strahlen, dieses Lachen, dieses Gehen, das strahlst du automatisch aus und danach, du fällst dann auch direkt auf. Das ist Das der habe ich bei Wahnsinn. ihm gesehen und da dachte ich, wow. Übrigens, wir haben vor 5 oder 6 Tagen entfernt, Bruder, er kann so gut laufen. Ja, Ja, ich habe das gestern noch gesehen, Wahnsinn. Ich habe auch ein Video gemacht Ja. gestern. Sehr, Kennt sehr ihr das Gefühl, habt ihr euch schon mal mit Berühmten mal verglichen? Zum Beispiel, wo ich die OP, ich habe mich immer so motiviert, okay, du wirst so groß wie David Beckham sein, oder du wirst, habt ihr das gemacht?